Ja, super. Gut, dann die Wirbelsäule aufrichten. Spüre die beiden Sitzhöcker unter dir. Schau, dass du erstmal auf deiner Matte ankommst. Und jetzt bringe erstmal den Fokus hier oben auf deinen Nacken und Kopf. Lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter kippen und beginne über vorne den Kopf mal von einer Schulter zur anderen hin und her zu pendeln. Lass deinen Kopf hängen und pendel mal von einer Seite zur anderen. Genieße diese Massage hier hinten in deinem Nacken. Schau, was sich hier bemerkbar macht. Und bleibe mal vorne hängen, hin zum Brustbein, Schultern weit weg von den Ohren und schaffe Länge in den Nacken. Atme bewusst hinten in den Nacken hinein. Wenn du möchtest, kannst du mit den Fingern jetzt hier hinten den Nacken, diese Nackenstränge ein bisschen ausstreicheln. Massiere so mit diesen Nackensträngen. Beginne oben von der Schädelbasis und streichle nach unten zu den Schultern, zum Rücken, um diese Nackenstränge hier zu massieren, sie zu lösen, sie weich zu machen. Entscheide selber, wie viel Druck ausübst, egal wie viel Druck du ausübst, egal. Hauptsache ist dieses Massieren, die Bewegungen unterstützen somit die Faszien sich zu glätten, sich zu entfalten, zu entknoten. Dann heb deinen Kopf langsam an und nimm die Arme nach oben, schieb sie hoch. Verschränke hier die Finger ineinander, streck dich, drück die Handfläche nach oben Richtung Himmel. Die beiden Sitzhöcker drücken in die Erde, heb dein Herz an, spüre, wie du dich aufrichtest, atme ein. Jetzt lass mit dem Ausatmen nur die Arme nach vorne sinken. Tief. Und wieder einatmen, heb die Arme an und gestreckt weit über den Kopf nach oben. Mach das ein paar Mal und ausatmen tief. Einatmen hoch. Ausatmen tief. Und einatmen hoch. Das mobilisiert somit ein bisschen deine Schultergelenke. Richte die Wirbelsäule auf, dehn deine Faszien vorne aus dem Brustbereich. Schaff Länge durch die Wirbelsäule. Wir brauchen für unsere Schultergelenke viel Mobilisation, viel Bewegung. Unsere Schultern ist ein faules Gelenk. Und wenn du das nicht bewegst, dann wird es steif, verkommt es und kann sehr schnell blockieren, sich hier Ablagerungen in den Gelenken, im Schultergelenk ablagern. Noch einmal, ein letztes Mal. Einatmen, zieh hoch. Dann bleibe ich hier oben, bring die Hände hinter deinen Kopf, drück deine Hände, dein Kopf heben, deine Handflächen, heb dein Herz an und spüre die Weite hier vorne aus der Brust. Genieße noch ein, zwei Atemzüge. Die Sitzhöcker drücken in die Erde, Herz hebt an, Scheitel wird lang. Dann löse deine Arme, atme ein, strecke die Arme zur Seite, neige dich nach rechts, stütze dich auf deiner rechten Seite ab, nimm den Arm, zieh den Daumen nach hinten, heb dein Herz an, Nasenspitze schaut nach oben, atme in diese offene Flanke hinein. Dann richtest du dich wieder auf, atme ein, breite deine Arme aus, deine Schultergürtel. Neige dich nach links, stütze dich hier ab. Auch hier ziehst du den Daumen nach hinten, hebst dein Herz an, Nasenspitze unter die Achselhöhle. Spüre diese Weite in den Brustkorb und die Flanke, wie sie sich öffnet und belüftet. Die Sitzhöcker drücken ganz sanft in die Erde, bleib in die Erde. Einatmen, richte dich wieder auf, breite deine Arme aus.
Bring die Hände hinter deinem Rücken, verschränke die Finger hinter dir, die Schulterblätter zusammen und heb dein Herz an. Bleibe noch 1, 2 Atemzüge. Dann löse die Arme hinter dir, atme ein, bring die Arme nach oben und zentriert kommst du vor dir an, Hände vor deinem Herzen. Namaste. Wir verändern unsere Position und kommen somit jetzt in den Vierfüßlerstand. Dreh dich um. Die Handflächen genau unter deine Schultern. Die Schultern weit weg von den Ohren und jetzt mach einen runden Rücken, runde deine Wirbelsäule, sodass du jetzt erst einmal die Wirbelsäule mobilisierst. Mit dem Einatmen schieb den Brustbein wieder vor, Becken nach hinten, hebe Herz an. Mit dem Ausatmen runde die Bauchnabel nach innen, hin zurück. Noch einmal. Einatmen, schieb dein Herz vor, Becken nach hinten und mit dem Ausatmen wieder runter. Dann bring dich in eine neutrale Wirbelsäulenposition, halten, nur den rechten Arm vom Boden lösen, heb den Arm an und schieb den Arm unter dir, unter die Achselhöhle durch, atme aus. Und wieder den Arm anheben, atme ein und atme aus. Noch zweimal, beweg dich hier aus dem Brustbein, lass den Arm fließen. Zieh den Arm nach oben und tief. Bring den Arm wieder zurück nach oben, atme ein. Mach mit dem Arm einen großen Bogen nach vorne, sodass du den Arm vor dir noch einen kleinen Schritt vorne ablegst. Den linken Unterarm am Boden ablegst, streck den Arm so weit du kannst. Stirn auf deine Handrückseite, Becken bleibt oberhalb der Knie. Und jetzt halte dich hier bleiben. Atme in dein Brustbein hinein, in deine Schulter. Spüre, wie du dich dehnst aus der Schulter. Dann komm langsam wieder hoch. Stütze die beiden Hände wieder ab, zurück in deinen Vierfüßlerstand. Linker Arm zur Seite, einatmen, dreh dein Brustbein auf. Ausatmen, schieb den Arm unten durch. Einatmen, heb dein Brustbein an. Und ausatmen, schiebe unten durch. Mach nur weiter, noch zweimal. Einatmen, heb den Arm an. Ausatmen, schiebe unten durch. Letztes Mal. Ein und aus. Jetzt nehme auch hier den Arm nach oben, atme ein. Einen großen Bogen nach vorne, Schritt, soweit du kannst, mit dem Arm. Rechte Unterarm am Boden, Kopf ablegen, linker Arm ist gestreckt, Becken bleibt oberhalb der Knie, deiner Knie und bleibe da. Genieße noch 1, 2 Atemzüge. Dann stütz dich ab, komm langsam nach oben, roll dich wieder Wirbel für Wirbel auf, komm hoch, stütz dich mit den Händen ab. Die Zehenspitzen hinten aufstellen, drück dich nach hinten herab, schauender Hund. Mach dich lang, dehn dich aus. Trete mal am Platz, sodass du deine Beinrückseite verlängerst. Kopf entspannt zwischen die Oberarme lassen und halte. Komm zurück auf die Knie, setz die Knie zum Boden ab und mach mit dem rechten Bein einen großen Schritt nach vorne auf deinen Oberschenkel ab. Jetzt beginne mit der Hüfte so ein bisschen zu wippen, dass du hier deine Hüftbeuge, deine Leiste mobilisierst. Schieb dich vor und zurück. Die rechte Hand bleibt auf dem rechten Oberschenkel, linker Arm lass locker und schwinge den Arm mit. Lass den Arm mitgehen
und schwinge ihn mit. Einatmen Länge, ausatmen wieder zurück. Ein und aus. Noch 2. Ein letztes Mal. Jetzt bleibe ich hier oben halten. Zieh den Bauchnabel zur Brustwirbelsäule an, strecke auf deinen rechten Arm, heb dein Herz an und spüre diese Öffnung, diese Weite hier vorne aus der Vorderseite. Die Arme gehen nach vorne, setze zum Boden ab und schieb dein Becken nach hinten. Zurück, Zehenspitze anziehen und schieb dich langsam wieder vor. Und wieder zurück, Zehenspitze anziehen, Beinrückseite dehnen und wieder vor. Noch 2 Mal, zurück und vor. Und ein letztes Mal, rück und vor. Leg dein Gewicht nach hinten zurück, bleibe hier. Die Zehenspitze anziehen, schieb dein Herz vor, Kind bleibt parallel zum Brustbein. Du sitzt verkehrt, schieben nach hinten und mit den Fingern am Boden wie so eine kleine Krabbe kannst du dich noch ein bisschen mehr verlängern. Genieße diese Länge hier aus der Rückseite. Denn von vielen Sitzen ist oft auch die Rückseite verkürzt oder beziehungsweise wird in Leidenschaft gezogen. Dann schieb dich langsam wieder vor, das hintere Bein strecken, stütz dich mit deiner linken Hand am Boden ab und jetzt kreise deinen rechten Arm in großen kreisenden Bewegungen. Nur den rechten Arm kreisen, linker Arm bleibt. Jetzt ziehst hier ein paar Mal deine Kreise. Letztes Mal. Bring den Arm nach oben, schau zur Decke. Bring beide Hände zum Boden zurück. Steige nach hinten zurück, herabschauend. Drehte mal wieder am Platz, lockere deine Beinrückseite. Und in der Mitte langsam auspumpen. Komm zurück auf deine Knie, in den Vierfüßlerstand und linkes Bein macht einen großen Schritt nach vorne bis zu deinen Händen. Stütz dich mit den Händen auf dein Knie ab, heb dein Brustbein an, Bauchnabel zieht nach oben zur Brustwirbelsäule. Und du beginnst auch hier wieder erst einmal diese Wippbewegung für die Leiste. Lass dich hineinsinken und zurück. Lass den Arm locker und jetzt beginne mit dem Arm mitzuwippen. Schwinge den Arm mit, geh in diese Dehnung hinein. Lass es fließen, spüre, wie du dich aus der Leiste, aus der Vorderseite immer mehr öffnest, immer mehr gehst. Ein letztes Mal, oben bleiben, halten. Nimm den linken Arm dazu, beide Arme strecken, heb dein Herz an und wie gesagt, zieh den Bauchnabel an, sodass du jetzt hier die Leiste nicht zu sehr übergehst, sondern sie bewusst auch ein bisschen hältst. Atme ein, Hände zum Boden, atme aus. Und jetzt ziehst dich nach hinten zurück, Zehenspitze anziehen, Beinrückseite dehnen, atme aus. Einatmen, geh wieder vor. Ausatmen, schieb dich zurück, Zehenspitze vorne anziehen. Und einatmen, schieb dich wieder vor. Machen wir noch 2 Mal. Und ein. Jetzt bring dich mit dem Gesäß wieder zurück nach hinten. Bleibe hier. Verlängere dich aus der Wirbelsäule in diese axiale Länge. Schau, dass das Kinn parallel zum Brustbein bleibt. Der Scheitel wird lang. Finger am Boden, Schultern weit weg von den Ohren. Und spüre diese Länge aus der Rückseite. Sehe diese faszialen Verbindungen hinten aus der Beinrückseite bis nach oben zu den Schultern.
Schieb dich langsam wieder vor, Fuß vorne ablegen, hinteres Bein strecken, aktiv die Ferse hinten wegdrücken, lass deinen rechten Arm am Boden und der linke Arm beginnt zu kreisen. Mobilisiert dich somit wieder hier dein Schulterblatt, Schultergelenk, Brustbein. Geh in diese sanfte Rotation, lass es fließen. Noch zweimal. Atme ein und aus. Ein letztes Mal. Ein und aus. Bleibe, beide Hände zum Boden. Gib dir einen kleinen Schwung nach vorne. Schließe beide Beine, komm zu Beginn deiner Matte. Lass den Kopf hängen. Der Kopf sagt nein. Jetzt stütze dich mit den Händen hier seitlich an deine Wade, beuge deine Knie, drücke ganz leicht dagegen und verlängere dein Brustbein, verlängere dein Oberkörper, die Wirbelsäule, aktiviere somit deine Mitte und ausatmen, relax. Nochmal, drück deine Hände hier seitlich an deine Waden, Unterschenkel und lass dich langsam wieder sinken. Noch zweimal. Atme ein und aus. Ein letztes Mal. Atme ein und aus. Jetzt mit dem nächsten Einatmen, heb dein Brustbein an, nimm die Arme über die Seite und tauche auf. Streck dich, komm nach oben. Bring deine Hände zusammen bis auf Zeigefinger. Verschränke deine Finger bis auf Zeigefinger. Ich drehe mich nur zu euch. Füße sind parallel. Schultern weit weg von den Ohren. Geh eine sanfte Rückbeuge. Heb dein Herz an. Spür diese Weite vorne aus dem Herzen. Heißt, du dehnst und verziehst dich so weit wie möglich nach hinten. Hebst dein Herz an. Schiebst den Bauchnabel ein bisschen vor und nach oben Richtung Brustwirbelsäule. Genieße noch einen Atemzug, diese Öffnung hier vorne aus der Brust. Und mit dem nächsten Ausatmen bring die Hände vor deinem Herzen. Zentriert kommst du an. Du stehst ganz vorne zu Beginn deiner Matte. Füße mit der Erde verbunden. Und wir kommen zu unserem klassischen Sonnengruß. 3 Runden. Die Arme über die Seite. Einatmen. Hände zentriert vor deinem Gesicht, ausatmen, verneigen. Rechtes Bein, ein großer Schritt nach hinten zurück. Ausfallschritt. Linkes Bein dazu, herabschauender Hund. Streck dich, schieb dein Steißbein Richtung Himmel, Kopf entspannt. Roll dich Wirbel für Wirbel nach vorne, bis du mit den Schultern über deine Handgelenke kommst. Leg deine Knie ab. Geh mit dem Brustbein und Stirn nach vorne in die Bauchlage. Schultern ganz sanft nach hinten rollen. Fußriss in die Erde, Oberkörper anheben, Cobra. Lass die Schultern weit weg von den Ohren. Knie parallel zum Brustbein. Geh langsam wieder tief. Drück dich auf deine Knie wieder nach oben. Bauchnabel ziehst du an. Zehenspitzen aufstellen. Herabschauender Hund, Kopf entspannt. Rechtes Bein anheben, einatmen, mach einen großen Schritt nach vorne bis zu deinen Händen, ausatmen. Beide Beine nach vorne schließen, komm vor. Kopf hängen lassen. Tauche auf, nimm die Arme über die Seite mit, streck dich eine sanfte Rückbeuge und die Hände vor deinem Herzen zentriert wieder ankommen. Wir gleichen aus, alles links. Arme über die Seite. Einatmen. Verneige dich. Atme aus. Linkes Bein nach hinten. Einatmen. Rechtes Bein dazu. Herabschauender Hund. Vor in das Brett. Einatmen. Knie, Brustbein tief. Ausatmen. Bauchnabel schiebt dich vor. Bauchlage Cobra. Einatmen. Bauchnabel nach innen, Becken, schiebt zur Decke, ausatmen.
Rechtes Bein hoch. Einatmen. Linkes Bein, sorry. Linkes Bein zur Decke. Mach einen großen Schritt nach vorne bis zu deinen Händen. Halte. Nach vorne. Beide Beine schließen und komme vorne an. Heb deinen Oberkörper an. Tauche auf. Hände verzentriert vor deinem Brustkorb sinken lassen. Mach 2 Durchgänge. Einatmen, nimm die Arme über die Seite. Ausatmen, verneigen. Rechtes Bein nach hinten. Einatmen. Herabschauender Hund. Ausatmen. Vor, Brett. Einatmen. Über Knie, Brustbein tief. Ausatmen. In die Kobra. Einatmen. Bauchnabel nach innen. Herabschauender Hund. Ausatmen. Rechtes Bein anheben. Einatmen. Ein großer Schritt nach vorne bis zu deinen Händen. Bleiben hier. Wir erweitern hier noch um einen die Sequenz. Einatmen. Heb den Brustbein an. Streck dich. Nach vorne neigen. Beide Beine schließen. Ausatmen. Tauche auf. Einatmen. Nimm die Arme über die Seite mit. Und zentriert vor deinem Herzen. Ausatmen. Links. Arme über die Seite. Einatmen. Verneige dich nach vorne. Ausatmen. Linkes Bein nach hinten. Einatmen. Herabschauender Hund. Ausatmen. Schieb dich vor. Brett. Über Knie, Brustbein. Lässt du dich sinken. Aus. In die Kobra, Bauchnabel, schieb dich vor, heb dein Herz an. Zurück in den herabschauenden Hund. Kopf entspannt. Linkes Bein zur Decke, einatmen. Ein großer Schritt nach vorne bis zu deinen Händen. Ausatmen. Oberkörper anheben, aus diesem Stand, aus dieser Erdung, hebst du dich an. Nach vorne neigen, beide Beine schließen. Ausatmen. Auftauchen, nimm die Arme über die Seite mit, komm nach oben. Hände zentriert vor dir, ausatmen, ankommen. Noch ein Durchgang, Arme über die Seite, ein, verneige dich, aus, rechtes Bein nach hinten, ein, linkes Bein, herabschauender Hund, aus. Brett nach vorne, schieb dich Wirbel für Wirbel. Leg die Knie ab, über Brustbein tief. Aus. Bauchnabel schieb dich vor. Kobra. Nach hinten zurück. Herabschauender Hund. Rechtes Bein zur Decke. Hoch. Schritt bis zu deinen Händen. Aus. Oberkörper aufrichten. Ein. Nach vorne neigen, schließen. Aus. Auftauchen. Heb deine Arme an. Ein. Und wieder zentriert vor deinem Herzen. Aus. Einatmen. Nimm die Arme mit. Verneige dich. Atme aus. Linkes Bein nach hinten zurück. Ein. Rechtes Bein herabschauender Hund. Aus. In das Brett. Ein. Über Knie, Brustbein tief. Aus. In die Kobra. Heb dein Herz an. Herabschauender Hund. Aus. Linkes Bein, Schritt nach vorne, heb das Bein an. Schritt nach vorne bis zu deinen Händen. Oberkörper aufrichten, strecken. Nach vorne beide Beine schließen. Vorbeugen. Auftauchen. Und zentriert wieder ankommen. Komme bei dir wieder an. Genieße dich. Gib dir Zeit, dich zu beruhigen, den Atem zu stabilisieren, dich zu fokussieren und dich wieder
in das Hier und Jetzt zu bringen. Lass die Füße parallel, schieb deine Arme nach oben, atme ein, verneige dich, atme aus. Bleibe hier unten, lass deinen Kopf hängen. Halt beuge beide Knie ein bisschen. Jetzt stützt dich mit deiner linken Hand an deinen rechten Schienbein. Also du stützt dich jetzt hier mit deiner linken Hand an deinen rechten Schienbein, drückst dagegen, streckst deine Hüfte nach oben hinaus, hebst dein Brustbein an, schaust nach oben Richtung Becken. Bleibe. Halte hier noch für 2 Atemzüge. Dreh dein Brustbein auf, soweit du kannst. Schiebe deine Hüfte nach hinten raus, soweit du kannst. Das andere Bein kann Knie ein bisschen gebeugt sein. Und atme bewusst jetzt hier in diese Länge der Rückseite und in die Rotation deiner Wirbelsäule. Letzter Atemzug, atme ein. Ausatmen, wie tief. Lass sinken, Kopf entspannt. Wechsel, rechte Hand zum linken Schienbein. Drücke dagegen, linke Hand nach oben. Linke Hüfte schiebt nach oben raus. Rechtes Bein, rechter Oberschenkel, leicht gebeugt. Rechtes Knie. Schau nach oben Richtung Himmel. Genieße noch 1, 2 Atemzüge. Und komm langsam wieder tief. Hände zum Boden, Kopf entspannt. Knie beugen, Arme über vorne hochziehen und bring dich hier in diesen kraftvollen Stuhl. Die Knie sind gebeugt, bring deine Füße noch ein bisschen näher zusammen. Hände vor deinem Herzen und du setzt dich noch ein bisschen tiefer. Schau, wie weit du nach unten gehen kannst. Die Hände vor deinem Herzen. Rechter Ellbogen zum linken Knie. Drücke hier dagegen. Jetzt schau über deine linke Schulter. Genieße diese Rotation aus der Brustwirbelsäule. Einatmen, bring die Arme nach oben. Wechsel. Linker Ellbogen zum rechten Knie. Drücke hier dagegen. Schau über deine rechte Schulter. Letzter Atemzug. Einatmen, bring die Arme wieder nach oben, bleibe noch in deiner Hocke. Von hier aus bringst du nochmals dein rechter Ellbogen zum linken Knie. Halte hier, jetzt Blick nach vorne auf einen Punkt. Stabilisiere dich auf dein Standbein links und löse das rechte Bein vom Boden. Halte es erstmal in der Luft. Dann mach einen langen Ausfallschritt nach hinten und setz dein Bein hinten lang ab. Schau über deine linke Schulter, halte noch hier noch 1, 2 Atemzüge. Jetzt löse dich auf, im großen Bogen nimmst du die Arme mit, setzt hinten die Ferse ab und kommst hier in eine Kriegervariante. Der Krieger Nummer 2. Schau, dass die Außenkanten gut in die Erde oder die Füße gut mit der Erde verbunden sind. Schultern tief, Bauchnabel anziehen. Stütz dich vorne auf deinen Ellbogen ab und verlängere den Arm. Schau nach oben Richtung Himmel. Geh mit deinem vorderen Arm vielleicht noch ein bisschen tiefer. Schau mal, ob du hier noch ein bisschen weiter nach unten kommst. Der obere Arm sinkt, das heißt, der rechte Arm kreist. Und du machst jetzt eine große Grätsche und greifst dich mit den Händen an deinen Knöchel. Lass deinen Kopf hängen, der Kopf sagt nein, schüttel ihn auf.
Heb dein Herz an, stütz dich mit den Fingern vorne ab, Brustbein anheben, schieb dein Brustbein vor, atme ein, lass dich wieder sinken, atme aus. Noch zweimal. Herz anheben, Hände in den Boden drücken, ausatmen, schmelzen, Kopf nach unten hängen lassen. Noch einmal. Einatmen hoch und ausatmen tief. Jetzt einatmen, heb den Brustbein an, dreh dich wieder zurück nach vorne zu deinem Mattenbeginn und setz nur dein rechtes Knie zum Boden ab. Bleibe hier, die Zehenspitze bleibt hinten aufgestellt und hebst deinen Oberkörper an. Du musst nicht zu sehr in diese Überstreckung in der Leiste gehen, sondern zieh dich ein bisschen nach hinten zurück, sodass dein Knie und Hüfte auf gleicher Höhe sind. Spannung. Heb dein Herz an. Jetzt schau mal, ob du deinen Arm nach hinten sinken lässt, den rechten Arm zur Ferse, dass du hier stützen kannst. Und streck dich nach oben, schau zum Himmel. Letzter Atemzug. Dann richte dich langsam wieder auf, komm zurück. Schwimme wieder nach vorne, bring die Hände nach vorne, hinteres Bein wieder strecken. Nach vorne, beide Beine schließen, komm zurück in die Vorbeuge. Lass deinen Kopf hängen. Halbe Vorbeuge, heb dein Herz an. Schmelze. Knie beugen, die Arme vorne wieder anheben. Komm in Utkatasana, kraftvoller Stuhl. Füße wieder parallel, Becken tief. Hände vor deinem Herzen sinken lassen. Geh noch ein bisschen tiefer. Und du bringst deinen linken Ellbogen zum rechten Knie. Blick nach vorne. Verlagere das Gewicht auf dein rechtes Bein. Linker Fuß vom Boden lösen. Halte dich jetzt hier für 1-2 Atemzüge. Strecke das Bein nach hinten und mach einen großen Ausfallschritt. Bleibe noch immer in dieser Rotation hier in der Brustwirbelsäule. Und wenn du es schaffst, drehst du auch noch deine Nasenspitze jetzt nach oben zum Himmel. Jetzt löse die Arme auf, richte dich auf, die Ferse hinten ablegen, Arme strecken und du kommst hier in die Kriegervariante Nummer 2. Erde dich mit deinen Füßen. Richte dich aus, Blick nach vorne, zielstrebig bleiben. Jetzt geh nach vorne, stütz dich mit den Ellbogen am Oberschenkel ab, der andere Arm streckt nach oben Richtung Himmel. Wenn du es schaffst, bringst du deinen rechten Arm noch etwas tiefer und stützt hier am Boden, lässt das Becken auch noch ein bisschen tiefer. Lass den Arm sinken und du drehst dich jetzt weiter, greifst wieder deine Knöchel und kommst in eine große Grätsche. Lass deinen Kopf hängen, spüre die Anziehungskraft der Erde und dehn dich aus der Rückseite. Mit dem nächsten Einatmen löse die Hände, bringe sie zum Boden, heb dein Herz an, atme ein und schmelze. Atme aus. Noch zweimal. Atme ein, heb dein Brustbein an und ausatmen tief. Ein letztes Mal. Einatmen, heb dein Brustbein an. Schmelze, atme aus. Heb dein Brustbein an, atme ein. Dreh dich nach vorne wieder zurück zu deinem Mattenbeginn. Setz hinten die Ferse zum Boden ab. Die Zehenspitzen bleiben aufgestellt. Oberkörper aufrichten. Bleibe hier. Knie und Hüfte auf gleicher Höhe. Den linken Arm lässt du nach hinten zur Ferse sinken. Wenn es dir zu anstrengend ist, kannst du gerne hier dich am Becken stützen und in einer sanften Rückbeuge gehen.
sodass du jetzt die Vorderseite öffnest. Aber es ist nicht so anstrengend, müsste klappen. Probier es aus. Schau, wo deine Grenzen sind. Folge deinen Impulsen, folge deinem Körper. Der Körper sagt dir schon, was dir gut tut. Jetzt einatmen, richte dich wieder auf. Bring deine Hände zum Boden. Hinter das Bein strecken, herabschauender Hund. Steige nach hinten zurück. Streck dich, mach dich lang, dehn dich auf. Schieb dich vor in ein kraftvolles Brett. Mit Knie oder ohne, wie du möchtest. Lässt du dich sinken. In die Kobra. Heb dein Brustbein an und zurück herabschauender Hund. Machen wir noch 2 Durchgänge, um unser Kreislauf wieder ein bisschen zu aktivieren. Einatmen, Brett. Tief sinken lassen auf. In die Kobra. Ein. Und wieder zurück. Herabschauender Hund. Letzter Durchgang. Schieb dich vor ein. Lass dich langsam sinken, mit Knie oder ohne aus. In die Kobra. Ein. Und herabschauender Hund. Aus. Bleibe hier in den herabschauenden Hund. Und du ziehst dein rechtes Knie nach vorne. Setz dein Knie zwischen deine Hände ab für die Taube. Jetzt bleibe hinten noch mit den Zehen auf dem Boden und die Knie in der Luft. Das hilft dir, dich noch ein bisschen auszurichten. Drück dich mit den Händen nach oben, schieb sie das Knie zurück, sodass die Hüftknochen hier parallel bringst. Und dann setzt du dein Knie zum Boden ab. Jetzt gehst du langsam nach vorne, setzt deine Unterarme ab, lass deinen Kopf hängen, der Kopf sagt nein, schüttel ihn auf. Lass dich mit deinem ganzen Gewicht über deine Oberschenkel, über dein Gesäß hängen. Aus dieser Position hebe dich nun den Oberkörper ein bisschen an, bleib auf deine Unterarme. Das heißt, der linke Unterarm bleibt am Boden, der rechte Arm streckt nach vorne und jetzt dreh auf, schau nach oben und lass den Arm wieder sinken. Und wieder, zieh den Arm nach oben, dreh auf, schau nach oben und lass ihn wieder sinken. Machen wir noch 2-mal. Ein und tief auf. Ein letztes Mal. Ein und aus. Bleibe. Jetzt stütze dich mit den Händen ab. Geh noch ein bisschen höher. Lass deine linke Hand am Boden, rechter Arm streckt wieder nach vorne. Und wieder in dieser Rotation nach hinten. Bring den Arm weit zurück. Und wieder zurück nach vorne. Noch 2-mal. Beweg dich. Schau, wie sich es für deine Hüfte, für deinen Brustkorb, für deine Wirbelsäule anfühlt. Noch einmal. Bring nach hinten den Arm, bleibe hier. Die linke Ferse zum Gesäß. Und schau mal, ob du mit deiner Hand deinen Fuß greifen kannst. Und du schaust über deine rechte Schulter. Du hast gleichzeitig eine Öffnung aus der Vorderseite, sanfte Rotation aus der Wirbelsäule, axiale Länge in der Wirbelsäule und du schaffst Raum, Becken in den Beckenbereich. Löse, bring die Hände nach vorne, stütze dich mit den Händen vorne wieder ab, die Zehenspitzen hinten aufsetzen. Drück dich hoch, steige nach hinten wieder zurück in deinen herabschauenden Hund. Kopf entspannt zwischen die Oberarme, trete mal ein bisschen am Platz, sodass deine Beinrückseite wieder locker ist.
Bleibe in deiner Mitte, lass die Fersen Richtung Boden sinken. Jetzt ziehst du dein linkes Knie nach vorne, setzt dein linkes Knie vorne zwischen die Hände ab. Bleibe hinten noch mit den Zehen am Boden und die Knie in der Luft. Spannung, aktiv. Jetzt hebe dich an und zieh deine linke Hüfte noch ein bisschen weiter zurück. Linkes Knie und Hüfte zu deiner Körpermitte, nach hinten. Und wenn du jetzt hier die Hüftknochen parallel hast, kannst du dein Knie hinten ablegen, Zehenspitze strecken und im Oberkörper etwas tiefer gehen, Kopf hängen lassen, entspannen. Verweile, atme ein paar Mal hier in dieser Position hinein. Beobachte und schau, was dich beschäftigt. Ist es die Hüfte? Sind es die Schmerzen oder die Dehnung, dieser Dehnschmerz aus der Hüfte? Ist es dein Geist, der sich immer wieder einschaltet? Deine Gedanken, die immer wieder kommen? Schau mal, ob du all das mit dem Atem so ein bisschen verschwinden lassen kannst. Durch den Atem das alles so ein bisschen wegpustest. Dass sowohl Wohlbefinden in deiner Hüfte schaffst, als auch Klarheit und Entspannung im Geist. Aus dieser Position hebst du dich ein bisschen an, bleibst mit dem rechten Unterarm am Boden, streck den linken Arm nach vorne. Jetzt beginnst du einen großen Bogen zu kreisen. Und wieder zurück. Und wieder den Arm nach oben kreisen. Und zurück. So mobilisierst du dir somit deine Schulter, Brustbein, Brustwirbelsäule. Kommst wieder in eine Rotation. Sakralgelenk wird, im Sakralgelenk schaffst du Raum. Die Gesäßmuskulatur wird gedehnt. Ein letztes Mal. Und zurück. Jetzt stütz dich vorne wieder ab. Komm eine Etage höher. Stütz dich hier mit der rechten Hand ab. Strecke den linken Arm und beginne auch hier wieder zu kreisen. Und schau, wie es sich jetzt anfühlt. Wir bringen uns langsam in der Position der Taube. Lass dir Zeit. Durch die Bewegung mobilisierst du dir deine Bänder, deine Zellen, deine Gelenke. Ein letztes Mal. Jetzt bringst du den Arm nach hinten, die Ferse zum Gesäß. Schau mal, ob du nach deinem Fuß greifen kannst und schau über deine linke Schulter. Und langsam wieder lösen. Bein strecken, Arm nach vorne. Bleibe hier unten, setz dich auf deine linke Po-Backe und nimm das rechte Bein nach vorne raus. So dass du jetzt zum Sitzen kommst. Füße vorne parallel aufstellen. Die Hände nach hinten, Fingerspitze schauen zum Becken. Jetzt drück die Fußsohlen in die Erde, hebe Becken an, Bauchnabel zum Himmel, heb dein Herz an. Kopfverlänger zur Wirbelsäule und langsam wieder sitzen. Senke noch zweimal und atme ein. Und geh tief, atme aus. Noch einmal. Atme ein und aus. Gesäß senken. Beide Beine nach vorne strecken, Oberkörper anheben, streck dich, Bauchnabel nach innen, roll dich ab, komm Wirbel für Wirbel nach unten zum Boden. Arme nach hinten über deinen Kopf, rechtes Knie zum Brustbein, atme aus. Zieh das Knie zum Brustbein, halte. Streck das rechte Bein nach oben Richtung Himmel, halte.
Heb deinen Oberkörper an, Kinn zum Brustbein, Kniekussstellung, halte. Bleibe hier noch für 2 Atemzüge. Achte darauf, dass der Scheitel lang ist, dass das Kinn zum Brustbein zieht und der Nacken lang nach hinten, Scheitel Richtung Decke strebt. Und Oberkörper langsam wieder abrollt. Rechtes Bein, Knie wieder beugen. Halte. Lass das linke Bein auch wieder in der Luft. Strecke beide Arme nach oben. Bring die Hände zusammen. Verschränke die Finger bis auf Zeigefinger. Beide Hände am rechten Knie vorbei und heb dich an. Bleibe hier. Drücke mit dem Unterarm gegen deinen Oberschenkel und spüre deine Mitte. Aktiviere deine Mitte, dein Chor. Einatmen und ausatmen. Relax. Setze deinen Fuß am Boden ab. Bring das linke Bein dazu. Fersen so nah wie möglich zum Gesäß. Schultern weit weg von den Ohren. Hebe Becken an. Drück dich nach oben Richtung Decke. Bring die Schulterblätter noch etwas mehr zusammen. Kannst gerne die Oberarme, die Ellbogen so richtig in die Erde drücken. Fingerspitze schauen nach oben zum Himmel. Und drück dich aus dem Brustkorb, aus dem Bauch noch mehr. Und spann dich hier, spanne deine Vorderseite wie so ein Bogen. Atme ein. Und mit dem Ausatmen wieder langsam abrollen. Wirbel für Wirbel nach unten ablegen. Lass dich mit der Wirbelsäule im Becken gemütlich erstmal in deine Matte hineinsinken. Atme tief durch, relax. Nun ziehst du dein linkes Knie zu dir an, mit beiden Händen kniefest halten. Rechtes Bein nach vorne strecken. Das Bein ist aktiv und leicht in der Luft. Jetzt streck dein linkes Bein nach oben Richtung Himmel, halte dich an deine Wade und heb deinen Oberkörper an in die Kniekussstellung. Schultern weit weg von den Ohren, Kinn zur Brust und Scheitel wächst nach oben Richtung Zehenspitzen, Richtung Decke, Richtung Himmel. Atme ein, ausatmen, roll dich ab. Rechtes Bein ist noch immer aktiv gestreckt vor. Linkes Knie beugen. Bleibe hier. Beide Arme strecken. Finger, Handflächen zusammen, Finger verschränken bis auf Zeigefinger. Und jetzt wie so eine Pistole an den Oberschenkel vorbei strecken. Drücke mit dem Unterarm gegen dein Knie, gegen dein Oberschenkel. Heb zum Brustbein, lass den Atem fließen. Noch 2 Atemzüge. Und roll dich langsam Wirbel für Wirbel ab. Löse deine Arme, stell deine Füße wieder am Boden ab, Fersen so nah wie möglich zum Gesäß. Schultern weit weg von den Ohren. Heb dein Becken wieder an, drück dich nach oben Richtung Himmel. Bring die Schulterblätter wieder etwas enger zusammen. Kannst dich mit den Oberarmen, mit den Ellbogen noch ein bisschen mehr nach oben drücken und halte dich.
Atme ein und ausatmen, roll dich langsam Wirbel für Wirbel an. Nun strecke mal. Lass dich erstmal mit der Wirbelsäule am Boden. Komme hier zum Boden an. Spüre die Auflagefläche der Wirbelsäule am Boden und bewege erstmal deinen Kopf ganz gemütlich von einer Schulter zur anderen. Pendel mit dem Kopf, mit dem Kinn hin und her. Schau, wie sich Nacken und Schulter anfühlen. Ob sich hier was verändert hat. Und dann komme in der Mitte an. Strecke mal das rechte Bein nach vorne, das linke Bein. Lass die Zehenspitzen nach außen fallen. Die Handflächen nach oben, Arme in einer V-Stellung, ganz sanfte V-Stellung vom Körper weg. Und du lässt dich jetzt gemütlich in deiner Matte hineinsinken. Lass jegliche Anspannung los und werde bewusst, jetzt musst du nichts mehr leisten. Atme erleichtert auf und lass dich ganz schwer in deiner Matte hineinsinken. Atme ein paar Mal tief ein und aus, sodass du erstmal deinen Körper mit Sauerstoff wieder versorgt und langsam zur Ruhe findest. Mit jedem Atemzug wirst du ruhiger, entspannter. Und du lässt dich tiefer und tiefer in die Matte hineinsinken. Bleibst in dieses Hier und Jetzt. Kenne deinen Körper ab, beobachte dich und schau, wo irgendwelche Anspannungen, ob irgendwelche Anspannungen noch da sind, die du dann mit dem Ausatmen immer mehr loslässt. Lass deinen Atem seinen natürlichen Rhythmus finden. Genieße dich jetzt für ein paar Augenblicke, ein paar Atemzüge in dieser Stille und nichts.
Lass den Atem etwas intensiver kommen, sodass du deinen Körper wieder mit Sauerstoff versorgt und dein Körper jetzt bewusst wahrnimmst und ihn aktiviert. Mit jedem Einatmen wirst du wacher, aktiver und beginnst deine Zehen, deine Finger zu bewegen, kreise dein Handgelenk, dein Fußgelenk, streck dich, dehn dich, mach dich lang. Dann verändere deine Position, zieh deine Knie zu dir und schaukel gemütlich auf den Rücken, rechts und links, hin und her. Und wenn du bereit bist, kannst du dich dann über die Seite dann aufrollen und wieder zurückkehren. Kannst dich langsam aufsetzen. Setz dich noch einmal auf, nimm einen Meditationssitz ein. Wirbelsäule wieder aufgerichtet, spüre die beiden Sitzhöcker am Boden. Erde dich. Verbinde dich mit der Erde. Und aus dieser Erdung richtet sich die Wirbelsäule auf. Wie ein Baum, der dem Licht entgegen sich streckt, wie eine Tulpe, die sich dem Licht entgegen öffnet. Streckst auch du deine Wirbelsäule und öffnest du deinen Geist. Dann nimm deine Arme über die Seiten, atme ein. Zentriert lässt du deine Hände vor dir sinken, atme aus. Mach es noch einmal. Kreise deine Arme, einatmen und zentriert vor dir sinken, ausatmen. Bring deine Hände zu deinem Herzen, zu deinem Stirn und schieb dich nach vorne, verneige dich und komme langsam wieder an. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bedanke mich für eure Teilnahme. Ich wünsche euch wieder eine starke Wirbelsäule. Bleibt gesund und einen schönen Abend. Namaste.